Salam alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir ein klassisches Dessert her, und zwar das sogenannte Mousse au Chocolat, das französische Schokoladenmousse, welches in keinem Erste-Klasse-Restaurant fehlen darf. Dieses klassische Mousse au Chocolat muss luftig, locker und cremig sein, und das haben wir auch hier erreicht, wie wir sehen. Das ist richtig schön luftig, während es gleichzeitig auch noch ketogen ist und somit sehr gesund. Wir fangen zuerst mit der Zart-Bitter-Schokolade an, die wir hier jetzt in Form der Stevia-Drops vorliegen haben. Die geben wir auf den Herd und den stellen wir auf allerniedrigste Stufe und lassen die Schokolade ganz langsam vor sich hinschmelzen. In dieser Zeit werden wir schon mal 4 Bio-Eier trennen. Und da ist es natürlich wichtig, dass nichts von dem Eigelb in das Eiweiß gelangen darf. Denn das Eiweiß muss hinterher ganz steif geschlagen werden. Und damit fangen wir auch gleich an. Wir geben das Eiweiß hier jetzt in einen Behälter und fügen dazu eine Prise Himalaya-Salz hinzu. Dann lässt sich das Eiweiß sehr viel besser steif schlagen. Und dann schlagen wir das Eiweiß mit einem Schneebesen, möglichst mit einem elektrischen, steif. Das geht dann auch relativ schnell. Und zwar schlagen wir so lange, bis das Eiweiß so steif ist, dass man die Schüssel umdrehen kann, ohne dass etwas davon herausfällt. Wie wir das hier jetzt deutlich sehen. Wir haben zweimal den Versuch gemacht. Das Eiweiß ist richtig steif. Wir stellen das jetzt zur Seite und schauen jetzt mal nach der Schokolade, ob die inzwischen schon geschmolzen ist. Wir rühren sie mit einem Löffel um und langsam schmilzt die Schokolade. Als nächstes werden wir die Schlagsahne steif schlagen. Dazu geben wir Bio-Schlagsahne, also 200 Gramm davon, in eine Schüssel und schlagen auch diese jetzt steif und passen aber dabei auf, dass sie nicht zu Butter wird. Das gelingt gut, wenn sie vorher kalt gestellt wurde. Als nächstes geben wir die Eigelb in eine Schüssel. Dazu geben wir das Xylit hinzu und schlagen diese Mischung mit dem elektrischen Schneebesen auch wieder so lange, bis wir eine schöne cremige Konsistenz erreicht haben. Und sobald das getan ist, werden wir dann schauen, ob die Schokolade inzwischen ganz geschmolzen ist. Und das ist auch der Fall, wie wir sehen. Die geben wir jetzt zu dieser Eimischung hinzu. Und das Wichtige dabei ist eben, dass die Schokolade auf niedrigster Temperatur geschmolzen wurde, sodass sie nicht so heiß ist, wenn sie zum Eigelb hinzugegeben wird, damit das Eigelb nicht gerinnt. Und jetzt schlagen wir nochmal diese Mischung gründlich durch, bis alles gut vermischt ist, sodass wir dann die Schlagsahne und das geschlagene Eiweiß hinzugeben können. Zuerst hatte ich nur die Hälfte der Schlagsahne hinzugefügt und das ganze Eiweiß. Und diese 2 Zutaten dann auf niedrigster Stufe kurz umgerührt. Danach hatte ich sie dann allerdings mit dem Handschneebesen eher untergehoben, denn wir wollen ja, dass das Schokoladenmousse richtig schön luftig bleibt. Deshalb heben wir diese beiden Zutaten eher unter das Schokoladenmousse. Hier habe ich jetzt noch die restliche Sahne hinzugegeben und wie gesagt wird jetzt alles schön mit dem Handschneebesen gut verrührt, aber eher untergehoben als geschlagen, damit wir dann dieses herrliche, luftige und cremige, köstliche Mousse au Chocolat erhalten, wie hier jetzt schön zu sehen ist. Und das geben wir jetzt in diese Gläser. Man könnte natürlich auch einen Spritzbeutel verwenden. Sobald alle Gläser gefüllt sind mit diesem köstlichen Mousse au Chocolat, werden wir dieses noch dekorieren, und zwar hier in meinem Fall mit rohen Bio-Kakaonips. Und wie gesund roher Kakao ist, der in diesen Kakaonips steckt, hatte ich euch schon in mehreren Videos ausführlich dargelegt. Eines davon kann ich euch hier verlinken. Denn unter anderem hilft roher Kakao dem Gehirn auf die Sprünge und er sorgt für gesündere Blutgefäße und er verdreifacht die Sauerstoffversorgung im Gehirn. Klassischerweise dekoriert man das Mousse au Chocolat auch mit frischen Himbeeren. Und sobald wir das getan haben, werden wir jetzt diese Gläser in den Kühlschrank über Nacht stellen, damit wir es dann im kalten Zustand, wenn es so richtig schön luftig sein wird, genießen können. Man könnte das Mousse au Chocolat auch sehr gut einfrieren übrigens. Und es im Sommer unter Umständen sogar im gefrorenen Zustand genießen, denn dann schmeckt es wie Eis. Die rohen Eier darin sind sehr gesund und weisen einen sehr hohen Nährstoffgehalt auf. Und in diesem Zustand beinhalten sie große Mengen des Baustoffs der Zellen namens Cholin. Neben dem Aufbau der Zellen hat er auch die Funktion, das Nervensystem aufrecht zu erhalten. Cholin beugt auch Krankheiten des Gehirns und des Nervensystems wie zum Beispiel Alzheimer und Demenz vor. Rohe Eier stärken das Immunsystem und sind sehr leicht zu verdauen. Und sie enthalten ein gesundes Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren, sodass Entzündungen im Körper reduziert werden. Mit der zuckerfreien, ketogenen Version des Mousse au Chocolat tun wir unserer Gesundheit sogar noch etwas Gutes. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.